bewusst aktiv Musik gehört? Schon so mit 5 oder 6. Ich glaube, ich war 3 Jahre alt. Das muss sehr früh gewesen sein. Also wahrscheinlich noch die Musik von meinen Eltern, ja. Meine erste Erinnerung an Musik ist auf jeden Fall klassische Musik. Es gibt ein Video von mir, wo ich als 1,5-jähriges Kind zu Big Big World von Emilia tanzte mit einem Türstopper Stofftier in der Hand. Das war so das erste Mal, woran ich mich erinnern kann. Ich habe eigentlich schon immer Musik gehört. Mein Papa hat über 6000 Schallplatten und so wurde mir das eigentlich als Baby schon ins Bett gelegt. Ich habe damals, ganz früher hatte ich noch so einen CD-Spieler quasi, den du mitnehmen konntest. Meine Eltern hatten ein Möbelstück, das war eine sogenannte Musiktruhe. Ich bin ja ein Kind der 60er Jahre und das war eine Art Kommode mit einem Plattenspieler drin. Ich würde sagen, gerade während der Schulzeit bin ich dann sehr viel auf Charts umgestiegen, weil all meine Freunde das gehört haben. Man ist feiern gegangen, man war auf Partys, sowas in der Art. Also ich mag instrumentale Sachen sehr gerne oder zumindest echte Musik, die auf Schlagzeug, Gitarre und einfach nur Gesang basiert. Ich bin eigentlich immer beim Plattenspieler bzw. Kassette hören geblieben, weil ich finde so, das ist die echteste oder realste Weise, wie man Musik hören kann. Diese ganzen Streaming-Sachen und so, die sprechen mich gar nicht so dolle an. Ich habe was in der Hand, das ich höre, wie eine Schallplatte oder wie eine CD oder Kassette. So in der deutschen Indie-Alternative-Szene erzählen die halt einfach viel vom Größerwerden oder vom Erwachsenwerden allgemein. Das vergleiche ich aber mit mir. Also ich würde nicht sagen, dass ich mich danach richte. Ich vergleiche es einfach nur und gucke, wie ich das mache. Also von meinem Musikgeschmack, als ich 6 war, bis heute, ich glaube einmal 360 Grad. Ich kann besser beschreiben, was ist gleich geblieben. Von damals zu heute größtenteils friedvolle Musik, die eigentlich auch immer von einem guten Bass begleitet wurde. Techno war immer etwas sehr Rhythmisches, sehr Zugängliches, aber ich habe angefangen, nach Tönen zu suchen, die mehr Ursprung haben und mehr Seele, nach sphärischen Klängen oder Klängen aus dem All und bin wie durch einen Zufall irgendwann auf Psytrance gestoßen und fand, dass die verzerrten, klirrenden, klickenden Töne, die dort verwendet werden, meiner Meinung nach sehr dem Ursprungsgeräuschen dieser Erde oder des Universums nachempfunden sind. Da, wenn man ins Universum raushört, auch knirschende, knackende, brechende Geräusche von Planeten hört. Und diese Schallwellen breiten sich eben unendlich weit aus und es ist spektakulär. In gewisser Weise erstmal Ablenkung, vielleicht ein bisschen Zerstreuung nach einem anstrengenden Tag, einfach mal entspannen, einfach Sachen Revue passieren zu lassen und im Hintergrund einfach erstmal die Musik hören, die man gerade am meisten mag, einfach um den Tag Revue passieren zu lassen, aber auch um zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit einfach vor der Arbeit quasi nochmal sich zu entspannen und einfach nochmal Kraft für den Tag zu tanken. Ja. Ich höre Musik also immer hochkonzentriert, nie um irgendwie runterzukommen, sondern um mich wirklich total mit dieser Musik auseinanderzusetzen. Und wenn man so will, ist das eigentlich eine Form von hochgradiger Meditation. Aber dann ist das natürlich auch nur auf die Musik beschränkt, die ich eben mir auf Platte gekauft habe, beziehungsweise die ich mir auch auf Platte wirklich anhören würde. Also es ist unterschiedlich. Ich tendiere dazu, dass ich mir neue Musik eher auf elektronischen Wege anhöre. Also dass ich sage, das suche ich vielleicht doch mal bei Spotify, aber gerade so ältere Sachen, gerade was ich ja viel höre, Pink Floyd, die Beatles, Eric Clapton habe ich gerade erst eine neue Platte gekauft, The Kinks, hat für mich einfach nochmal einen anderen Wert irgendwie, das auf Schallplatte zu hören. Beziehungsweise ist das auch einfach, ich finde, dass eine Schallplatte einen nochmal viel mehr dazu zwingt, das Musikhören als Aktivität wahrzunehmen. Also dadurch, dass man nicht einfach
durchskippen kann. Man kann nicht einfach jeden Song überspringen oder sagen, okay, der ist mir jetzt zu lang, ich höre lieber den nächsten. Oder es lädt einen einfach nochmal ein, sich so ein ganzes Album von vorne bis hinten anzuhören. Es kommt ja ganz stark auf die Stimmung an, welche Musik du hörst. Also bei mir ist das zum Beispiel so, wenn ich absolut schlechte Laune habe und ich bin richtig sauer, ich bin total wütend, dann mache ich irgend so einen Song von Sido an, wie Scheiß drauf oder keine Ahnung was, und ich rappe einfach ganz laut mit, drehe volle Kanne auf und lass alles raus. Und das sind halt so Texte, die dir genau in so einer Situation einfach absolut aus der Seele sprechen und du kannst halt einfach alles loswerden damit. Ich kann auch ganz glücklich sein und eigentlich mich mit voller Freude gerade in den Abend begeben und auf einmal höre ich ein Lied und denke, oh, okay, jetzt musst du ja erstmal irgendwie nachdenken. Und was mich dabei immer sehr begleitet, ist die Frage auch nach dem Leben des Künstlers. Also, was hat sich der Künstler dabei gedacht? Warum singt er das? Möchte der mir damit was sagen? Dann entsteht sowas wie eine Verbundenheit. Und man hat irgendwie das Gefühl, dass sein Leben ganz ähnlich war oder ist wie das eigene. Und dann merkt man auf einmal, oh, man ist gar nicht so alleine mit seinen manchmal abstrusen Gedanken oder Wertevorstellungen oder auch Problemen einfach. Ich bin auch nicht nur auf eine Musik eingestellt, sondern ich entwickle mich und arbeite und beeinflusse mich durch Musik. Also ich habe selber lang Saxophon gespielt, als ich noch in der Schule war, auch in der Schulband und so weiter, aber habe das nie so wirklich ernst genommen, weil das auch einfach nicht die Art von Musik war, die ich selber gehört habe. Also, aber dadurch, dass ich eben angefangen habe, diese ältere, handgemachte Gitarrenmusik zu hören, wo sich ja auch die Einflüsse der einzelnen Gitarristen nochmal sehr stark raushören lassen. Also Stichwort Eric Clapton zum Beispiel oder David Gilmour, Jimmy Page. Das hat mich einfach dazu inspiriert, dass ich gesagt habe, okay, warum probiere ich das nicht selber mal aus? Und jetzt spiele ich seit ungefähr einem Jahr ziemlich jeden Tag. Mindestens eine halbe Stunde bis zu 8. Und dieses Üben, was ja für viele Menschen auch eine Art von Pflicht und Qual ist, war für mich eigentlich ganz selten nur eine Qual. Es hat mich gelehrt, mich gut zu konzentrieren. Die Musik hat mich im Prinzip gelehrt, Geduld zu haben. Du kannst das, aber mach's einfach nochmal. Irgendwann funktioniert das. So, und das finde ich ist so ein bisschen auch das Besondere an der Musik. Heute ist für mich Musik etwas, was zum einen mein Beruf ist und zum anderen meine größte private Leidenschaft. Und ich finde es einfach toll, dass ich meinen Beruf so sehr mit meinen Leidenschaften auch verbinden kann. Ich wollte eigentlich aktive Musikerin werden, bin sehr froh, dass ich das nicht gemacht habe. Und ich bin heute unter anderem Musikjournalistin und kann eben aufgrund dieser beruflichen Qualifikation das tun, was ich mit am liebsten höre. Also die großen Klassiker, aber ich werde eben auch angefragt, wenn es darum geht, mich über sehr, sehr zeitgenössische Musik zu äußern. Dass es so ein bisschen die Würze im Leben ausmacht. Ja. Ich das merke während des Interviews, dass man viel über Musik sprechen kann und man auch viel versuchen kann, das zu beschreiben. Aber das Beste ist einfach immer noch, wenn man sie einfach hört.